I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself. Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und soweit ist nichts Spektakuläres passiert, außer dass mir die erste Arbeitswoche wieder ganz schön schwer gefallen ist. Und ich habe tatsächlich auch am Sonnabend arbeiten müssen, weil so viel anlag, dass ich das in der Woche nicht geschafft habe. Ja, so ist das eben. Eine der Sachen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, aber die ich trotzdem endlich mal fertig gemacht habe, das ist die zweite Folge von eColl ist raus, also EE Kolloquium. Ich verlinke das in den Shownotes. Das ist der Erneuerbare Energien Podcast, wo ich explizit eben auf erneuerbare Energien eingehe, aber nicht allein, sondern in einem Team. Und das ist wirklich sowas wie ein Kolloquium, was wir dort veranstalten. Also hört mal rein. Wenn euch das gefällt, dann verteilt das und sorgt dafür, dass andere Leute das auch hören. Es ist noch nicht überall angemeldet, ich glaube, auch bei Apple noch nicht und so. Also wenn man es hört, dann nur über Mundpropaganda aktuell. Und weiter in der News-Section. Ich habe eine interessante Bilderdatenbank gefunden mit Bildern aus China. Das ist HPC Bristol. Ich bin auf diese Bilderdatenbank gestoßen, weil ich nach Zeugnissen jüdischen Lebens in China gesucht habe. Und da bin ich auch dort ein bisschen fündig geworden. Nicht viel, aber immerhin. Aber es sind vor allen Dingen auch interessante Fotos aus Hangzhou dort zu finden. Und überhaupt, das sind historische Aufnahmen, ja, aus privater Hand. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Podcast. Also was ich hier mache, ist privat. Das ist persönlich. Das ist nicht objektiv und so weiter. Genauso wie diese Bilder. Das sind zum Teil Familienschnappschüsse und so. Aber die bekommen durch die Zeit, die nun mittlerweile zurückliegt, meines Erachtens eine besondere Bedeutung und haben auch ihren eigenen Charme irgendwie. Und weiter in der News-Section, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die sozialen Medien gegangen. Und zwar Baumringe aus dem Tibet-Hochland zeigen den Klima-Impact auf die Politik. Also wie verändert sich die Politik, beziehungsweise wie entstehen und vergehen Dynastien im Zusammenhang mit dem Klima. Und dass da ein Zusammenhang besteht, das hat man ja schon lange geahnt oder so. Aber jetzt hat man das auch mal ein bisschen wissenschaftlich fundiert untersucht. Und das ist ein Nature-Artikel, den ich auch verlinken werde. Und ja, die Lehren daraus sind natürlich irgendwie auch ja, sehr naheliegend. Die aktuelle Klimakrise bzw. Katastrophe, also Krise finde ich ist irgendwie so ein Euphemismus, wird auch die politische Landschaft verändern auf der Welt. Und ich glaube, das ist schon im Gange. Also ich hatte das ja in der letzten Sendung auch erwähnt. Wir haben ja zwei Lager, wenn man so will, auf diesem Planeten. Das ist einmal der Osten und der globale Süden, die ich als erneuerbar bezeichnet habe, also progressiv im Sinne von Klimapolitik. Und auf der anderen Seite haben wir den Westen inklusive Russland, die für eine fossile Politik stehen. Und je nachdem, wie der Zeiger ausschlägt, in welche Richtung, wird sich zeigen, wie die einzelnen Dynastien, die da existieren auf dem Planeten, weiter existieren oder eben untergehen. Also ein chinesisches Paper in der amerikanischen Nature über den politischen Impact des Klimas. Und dann noch was in eigener Sache. Ich wurde gefragt, was ich wähle und wie und so weiter und so fort. Ich würde ja gerne wählen, aber das ist als Auslandsdeutscher faktisch nicht möglich. Theoretisch ja, aber ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber es ist mir nie gelungen. Das liegt am deutschen Wahlrecht. Also in allen anderen Ländern der Welt geht man einfach in ein Konsulat oder in eine bestimmte Institution, zeigt seinen Pass oder seinen Ausweis oder was auch immer einen legitimiert vor und dann wählt man dort. Nicht so in Deutschland. Da muss man ein unglaubliches Prozedere überstehen und ich habe es zweimal versucht, also auch tatsächlich mit eigenen Kosten, habe per Kurier meine Wahlunterlagen gesendet an die ehemalige Wohnsitzgemeinde und naja, also das Ende vom Lied. Meine letzte Wohnsitzgemeinde in Bayern hat mein Anliegen einfach schlicht ignoriert und ich habe nie wieder was von denen gehört. Und das geht vielen anderen Deutschen auch so, deshalb haben sie das im Prinzip auch aufgegeben. In den letzten Jahren hat die deutsche Botschaft bzw. das Konsulat in Shanghai diesen Service angeboten, das Senden der Unterlagen zu übernehmen.
Aber dieses Jahr habe ich davon nichts gehört und ich habe auch keine Lust mehr darauf. Übrigens besonders lustig in diesem Zusammenhang 2017 war ich in Deutschland, eben um diese Wahl ja journalistisch zu begleiten. Und da war ich dann in Deutschland, hatte aber keinen Wohnsitz in Deutschland und konnte ich auch nicht dran teilnehmen. Es ist wirklich absurd, aber ja, so ist es eben. Also das deutsche Wahlrecht ist ziemlich kaputt. Aber ich habe auch so ein bisschen, das ist so meine persönliche Verschwörungstheorie, den Eindruck, dass man Auslandsdeutsche gar nicht wählen lassen möchte, weil sie vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Also, wie gesagt, das ist eine VT bei mir und ich habe keine Ahnung, ob diese Zahlen der Auslandsdeutschen überhaupt irgendeine Rolle spielen würden. Kommen wir zum ersten Thema, und zwar Shanghai versus Hollywood. Und das ist ein interessantes Phänomen. Ich hatte ja hier schon die Spiele erwähnt, die jetzt aus Asien immer dominanter auftreten in dem Spielegeschäft und jetzt eben auch Kino. Und zwar vorerst an den chinesischen Kinokassen, also zum Frühlingsfest wurden ungefähr 10 Milliarden RMB umgesetzt, nur zum Frühlingsfest. Und da sind dann so Filme wie Ne Zha, also Creation of the Gods 2 und Detective Chinatown 1900 und so weiter, die Kassen so richtig klingeln lassen. Ich verlinke das auch wieder und insbesondere eben auch die Umsatzzahlen dazu. Und das ist ein interessantes Phänomen. Das bedeutet nämlich auch, dass sich die chinesischen Zuschauer und auch das chinesische Kino emanzipiert von Hollywood. Und da gab es eine Schlagzeile, die das so ein bisschen auf den Punkt brachte, nämlich Star Wars, The Force Awakens, become the highest grossing film in a single market globally after Ne Zha. Ja, so sieht's aus. Also die chinesischen Filme schaffen es, solche sogenannten Blockbuster eben von der Pole Position zu vertreiben. Wie gesagt, das ist die gleiche Entwicklung, die man auch in den Spielen sieht. Und wenn man sich mal die US-Filmindustrie anguckt, dann ist das natürlich ein echter Wirtschaftsfaktor, aber es ist auch ein geschlossenes System. Geschlossen heißt nämlich, also sie haben ihre eigenen Ratingagenturen, also Rotten Tomatoes zum Beispiel. Und die stufen meines Erachtens nicht-amerikanische Filme automatisch herab. Also bestes Beispiel sind die Luc Besson-Filme, die eigentlich ganz gut performen, aber natürlich gleich ein schlechtes Rating bekommen, schon vorab bei Rotten Tomatoes. Und in die gleiche Kerbe haut natürlich der Oscar. Das ist eben auch ein Award, der nur für amerikanische Filme gedacht ist. Da kommt dann auch immer mal wieder ein ausländischer Film vor, aber ebenso in der, ja, du darfst auch mal, in der Auslandskategorie. Und dann kommen natürlich die diversen Magazine und Reviewer, die den Markt ebenfalls nochmal einnorden. Und bei den Spielen ist das mittlerweile in Auflösung begriffen. Also da isst man die ganze Chose nicht mehr so, wie man das vorgesetzt bekommt, sondern schaut sich mittlerweile auch auf anderen Märkten, insbesondere Japan, China und Korea um. Und bei den Filmen ist das auch schon im Gang. Also koreanische Dramas, übrigens auch chinesische Dramas, japanische weiß ich nicht so, aber auf jeden Fall C- und K-Dramas sind ja auch im Westen mittlerweile sehr beliebt. Mein Ding ist das übrigens nicht so, aber ja, egal. Und jetzt eben auch sogenannte Blockbuster. Und häufig war es so, auch in der Vergangenheit, dass Hollywood dann einfach Stoff genommen hat und den adaptiert hat. Das Drei-Körper-Problem ist zum Beispiel so eine Geschichte. Das kam aber in China nicht gut an. Und es gibt ja eine gute Tradition des Films in Asien. Also übrigens auch im B-Movie-Bereich. Also die Hongkong-Filme sind ja legendär, würde ich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das Ganze nennt man Kulturexport. Und das hatte ich in der Bücherfolge 155 ja auch erwähnt. Auch die Bücher zeigen ein extremes Ungleichgewicht. Also neben Filmen und Spielen aus USA hauptsächlich oder ja, bei den Spielen ist es so noch so ein bisschen differenzierter, aber bei den Büchern ist es ganz eklatant. Also da kommen 6000 Titel aus englischsprachigen Ländern nach Deutschland. Aber nur 300 Titel aus deutschen Ländern schaffen es in die englischsprachigen Länder. Also das ist wirklich unglaublich.
Gleichzeitig aber, und da sehe ich wiederum eine Chance, 1500 deutsche Titel werden nach China exportiert. Also die deutschen Autoren müssten sich mal überlegen, wo tatsächlich ihr Markt ist und wo sie ihre Geschichten ansiedeln. Ich hatte letztens ein Interview bei Eat, Read, Sleep gehört. Da war so eine New Adult oder irgendwie so, ich weiß nicht, wie dieses Genre heißt, ich lese das nicht. Und sie sagte, also egal, also was auch immer, die Autorin sagte dann, dass ihre Geschichten in diesem Genre immer in den USA angesiedelt sind. Und da frage ich mich, ja, was soll das? Und in der gleichen Sendung ging es um Buchtipps und da hatte eine Frau danach darum gebeten, Bücher vorzuschlagen, die explizit nicht in den USA spielen. Ja, mir geht das auch so. Ich habe letztens einen Cozy Crime gelesen und ich war hinterher regelrecht enttäuscht, als ich gelesen habe, dass das eine amerikanische Autorin ist, weil das ist natürlich Unsinn. Aber ich habe dann immer so ein Unbehagen. Gerade wenn so Cozy Crimes, die ja eigentlich so genuin englisch sind, aus den USA kommen. Aber ich lese natürlich auch Cozy Crimes, die aus Deutschland kommen. Häufig haben die Autoren sich englische Namen gegeben. Egal. Aber ja, dieses Unbehagen bleibt schon ein bisschen. Und wenn man jetzt mal dazu übergehen würde und sagt, ja, ich interessiere mich mal mehr für französische Filme zum Beispiel. Oder, also wie gesagt, die Luc Besson-Filme sind schon interessant oder eben auch andere amerikanische Filme meinetwegen, die nicht in Hollywood produziert werden, dann würde sich die Situation, glaube ich, sehr ändern. Und ich habe den Eindruck, dass das gerade im Gange ist. Wie gesagt, in China stimmen die Leute mit den Füßen ab. Also sie gehen nicht mehr in die amerikanischen Blockbuster, weil sie auch mittlerweile ermüdend sind. Also die ganzen Spielzeugfilme, also Marvel, Mattel und so weiter, die kann ich mir, also da würde ich jetzt mittlerweile Geld verlangen. Ich gucke mir das nicht mehr an. Das ist mir einfach zu anstrengend, zu blöd auch. Also Captain America kann in Amerika bleiben, aber für mich ist das nichts. Und natürlich auch die ganzen nummerierten Filme. Es ergibt keinen Sinn, immer wieder die gleiche Geschichte aufzulegen. Man nennt das dann am Ende Franchise und sowas ist es auch. Das ist eben ja nichts anderes als eine Filiale von McDonald's oder so. Also Fast Food, das man irgendwo so reinhaut in irgendwelche Märkte und für mich persönlich am Ende verschwendete Lebenszeit darstellen. Okay, das mal zum Kulturexport. Nächstes Thema, Normung. Auf dieses Thema bin ich gekommen, weil es eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion gab bezüglich der also das ist jetzt zitiert, Abkopplungstendenzen Chinas vom internationalen Normungssystem. Die Abgeordneten beziehen sich auf eine Umfrage der Europäischen Handelskammer in China, nach der 75% der befragten Firmen ihre Produkte oder Dienstleistungen an den chinesischen Markt anpassen würden, um Kundenwünsche zu erfolgen. Besorgniserregend sei dabei, dass 36% dieser Anpassung aufgrund veränderter chinesischer Vorschriften vorgenommen werden müssen. Dies führe zu höheren Kosten und Ineffizienzien, da einmal ein Standard für China und einmal ein Standard für den Rest der Welt entstehen würde. Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, ob sie mit Vertretern der chinesischen Regierung Gespräche bezüglich angepasster Standards, die den freien Warenverkehr behindern, führt. So wie die CDU, CSU das da darstellt, so einfach ist das ja nicht. Normen sind etwas sehr Lebendiges. Die werden nicht einmal irgendwo in Stein gemeißelt und entwickeln sich dann nicht mehr weiter. Und Normen werden eben auch dort gemacht, wo der technische und wissenschaftliche Fortschritt stattfindet. Es gab dazu vor einiger Zeit auch mal einen interessanten Podcast über die Normierung im E-Auto-Bereich und Passivhaus. Und das Interessante ist, dieser Podcast ist schon ein bisschen älter. Und seitdem hat sich etwas getan, nämlich vor allen Dingen in der Ladenorm, in der Elektromobilität. Damals hatte vor allen Dingen BMW darauf gedrängt, dass deren Ladenorm weltweit reingepresst wird in die Märkte. Nun hat sich Deutschland aber de facto aus dem Elektroautomobilbereich rausgenommen und deren Normen werden jetzt natürlich in Frage gestellt. Da geht es eben vor allen Dingen auch um solche Sachen wie Akkutausch bzw. Chassistausch. Und das ist eine Disruption des Automarktes. Das kann man so sagen. Wenn das Auto nicht mehr das Auto ist, das Chassis ist,
sondern das Chassis einfach nur noch eine Komponente ist, die ausgetauscht wird und man sich das wie Lego im Prinzip in einer vollautomatisierten Fabrik zusammenstecken kann, dann ergeben die Normen, die die deutsche Autoindustrie gemacht hat, keinen Sinn mehr. Und dann braucht es neue Normen. Und genau das findet gerade statt. Also CATL zum Beispiel liefert Batterien, die komplett mit Chassis geliefert werden. Auch das habe ich mal verlinkt. Die Frage der CDU, CSU ist nämlich eigentlich, warum sind wir so weit zurück? Warum sind wir nicht in der Lage, vorne mitzuspielen, um unsere Normen in die Märkte zu pressen? Das ist der eigentliche Punkt. Darauf zu drängen, bei der chinesischen Regierung alte Normen durchzusetzen, ja, das kann man machen, aber das wird nicht funktionieren. Und das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass man in Deutschland noch nicht begriffen hat, auch in der Politik nicht, dass sich die Welt weitergedreht hat und dass man da nicht mehr vorne ansteht. Dann hätte man die Frage anders formuliert oder hätte schon längst in der Politik darauf reagiert. Angesichts der kommenden Regierung, ich nenne das ja Botswana-Koalition, also die inoffizielle Koalition zwischen CDU und AfD, wird das Ganze noch verschlimmern. Da bin ich mir sicher. Und wo die CDU, CSU natürlich recht hat, das ist der Exportnachteil. Wenn sie nicht in der Lage sind, sich auf die Gegebenheiten auf dem internationalen Markt anzupassen, dann verschwinden sie. Ein weiteres Feld von sehr starker Konkurrenz zwischen China und Europa, das ist der Zugverkehr. Das sind die Züge selbst von Alstom oder von Siemens zum Beispiel. Und auch in diesem Bereich gibt es zahlreiche Normen. Aber, und da muss ich mal auf eine Norm hinweisen, beziehungsweise eine interne Bahnnorm. Da geht es darum, die Innenräume vor UV zu schützen. Und das ist natürlich komplett richtig, dass man sowas macht, weil man möchte ja nicht einen Sonnenbrand hinter den Scheiben bekommen. Aber statt sich jetzt umzuschauen, wie die Chinesen das machen oder die Japaner, hat man eben eine eigene Norm entwickelt und hat, und das ist jetzt kein Quatsch, hat eben die Scheiben mit Metall bedampft. Okay, klingt smart, war es dann aber nicht, weil dann nämlich der Mobilfunkempfang in den Zügen, in den Kabinen, ja, eingeschränkt wurde. Also geht man jetzt dabei, 2025, und lasert die bedampften Bahnscheiben, um den Mobilfunk wieder zugänglich zu machen. Das kostet Millionen. Und man hätte sich woanders umschauen können. Hat man aber nicht gemacht. Da zeigt sich, wie hinderlich eben solche Normen sind, wenn sie nicht dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt entsprechen. Und es ist völlig klar, dass jetzt China, Japan und Korea das Ding unter sich ausmachen. In Indonesien, in Thailand und auch in anderen asiatischen Ländern. Und fast jede dieser Anfragen von der CDU, CSU oder auch von der AfD müsste eigentlich lauten, warum sind wir zurück? Und zwar ehrlich gemeint, diese Frage. Und dann müsste man die Ursachen erforschen und nicht irgendwelche Allgemeinplätze vor sich her blubbern, sondern mal genau schauen. Und einen Status quo festzunageln, so wie die CDU, CSU das möchte, also in Regierungsgesprächen und so weiter und so fort, das funktioniert nicht. Definitiv nicht. Ich bin seit so vielen Jahren in der erneuerbaren Industrie tätig und ich weiß, dass das noch nie funktioniert hat. Irgendwelche Normungsversuche von Deutschen in der Solartechnik zum Beispiel sind durch die Bank gescheitert. Und das wird auch bei den Autos passieren und bei vielen anderen Sachen, wo China an erster Stelle steht aktuell. Und das führt mich auch zum gleichen Thema eigentlich, nur von der anderen Seite, das ist die IT. Also hier bei mir, also ich bin ja hier im Yuhang-Bezirk beziehungsweise im Shishi-Bezirk, da gibt es den Yuhang Future Science and Technology Park beziehungsweise City um den Alibaba Campus herum gebaut. Dort gibt es insgesamt 50.000 Firmen. Die meisten sind Startups und viele von denen kommen und gehen. Das geht manchmal innerhalb von Tagen. Auf dem Campus selbst sind übrigens 1500 nationale und internationale Hightech-Firmen. Und dieser Science Park ist nur einer von vielen. Bekannt ist, glaube ich, auch die Hanzhou Hightech Industry and Development Zone in Binjiang. Also man kennt die von Bildern im Fernsehen, wenn man in Deutschland mal irgendwas über China sieht oder so. Da sind übrigens auch die Investoren Bosch, Alibaba, Microsoft, IBM, Nokia, Panasonic und Mitsubishi und noch andere. Und diese Zonen ziehen vor allen Dingen junge Menschen an.
Und diese jungen Menschen wiederum, die erwarten auch ein spezielles Environment, also wo man auch Party machen kann oder die entsprechend mit Kultur aufgeladen ist. Ich habe übrigens in den YouTube-Filmen zu Hand so öfter mal solche, ich nenne das immer Recreational Areas vorgestellt, also diese umgewidmeten alten Industrieparks zu neuen Zonen, wo andere Sachen laufen. Und mittlerweile hat sich auch in der EU und in den USA rumgesprochen, dass man in diesen Zonen sehr gutes Geld verdienen kann, hervorragende Lebensbedingungen hat und gleichzeitig relativ günstig lebt. Also nicht im Verhältnis zu China, aber im Verhältnis zum Silicon Valley zum Beispiel oder zu anderen Regionen bei München. Also Krankenversicherung, Wohnung und so weiter und so fort. Und das antichinesische Klima in Europa und in den USA sorgt dafür, dass immer mehr Talente nach China zurückkehren. Dazu auch ein Artikel von Rest of World in den Shownotes. Die ETH zum Beispiel, gehört jetzt nicht zur EU, aber ist immer noch Europa, hat die Zugangshürden für chinesische Studenten so hoch gesetzt, dass sie eigentlich chinesischen Studenten den Zugang verweigert. Und das Gleiche findet auch an anderen deutschen Universitäten statt. Oder eben auch der ganz normale Alltagsrassismus. Also Radio 1 zum Beispiel fragte Sissy Chen, eine Foodbloggerin aus Berlin, nach der Zubereitung von Hund. Also das war übrigens auch so ein Ding, das Stefan Raab vor über 10 Jahren mal gebracht hat. Aber das läuft eben heute noch in Deutschland oder in Europa. Und besonders bekannt ist, dass das in einem Land gefragt wird, in dem man Pferdefleisch isst. Also das würde den Chinesen nicht mal in ihren dunkelsten Albträumen einfallen. Aber egal, auch das habe ich mal verlinkt. Was hat das mit Normung zu tun? Naja, ist ja völlig klar. Die meisten Patente im Bereich erneuerbare Energien kommen mittlerweile aus China. Überhaupt die meisten Patente kommen aus China. Die meisten Patente aus dem Bereich Fahrzeugbau kommen aus China. Und in der IT, da ist das mit der Patenterei ein bisschen kompliziert, aber DeepSeek hat gezeigt, da kommen auch die meisten Impulse aus China. Und da kann man sich natürlich fragen, welchen Einfluss das auf Normung haben wird. Und eigentlich ist das eine rhetorische Frage. Natürlich werden in diesen Bereichen die Chinesen die Normung bestimmen. Und wer normt, hat Recht am Ende. Das ist übrigens auch eine Sache, auf die ich hier schon mal hingewiesen habe und das ich hier auch schon öfter mal zitiert habe. Der Gründer der Chinesischen Republik, also Sun Yat-sen oder Sun Wen oder wie man immer ihn auch nennen möchte, hat sich damals explizit an Deutschland gehängt und hat gesagt, ja, wir machen das wie die Deutschen, weil die sind gerade die Disruptoren auf dem europäischen Markt und stülpen alles um, was England und USA zum Teil vorgemacht haben. Also Deutschland ist für uns das Vorbild, sagte Sun Yat-sen wortwörtlich. Und deswegen haben sie auch die deutschen Normen übernommen und haben sie auch das metrische System übernommen. Und Deutschland hatte deswegen und hat eigentlich bis heute eben auch dieses Stein im Brett in China, weil Deutschland so führend war. China hält nach wie vor die Arme offen für eine deutsch-chinesische Kooperation, was mich ehrlich gesagt wundert. Aber es ist wirklich so. Also man sieht das ja vor allen Dingen auf Xiaohongshu oder so, bei vielen Bemerkungen in der Bevölkerung. Also das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert oder so, aber man merkt, dass viele Chinesen gerne mit Deutschen irgendwas machen wollen. Das ist meines Erachtens auch die positive Nachricht, mit der ich heute schließen will. China hält die Arme offen, aber nur für eine Kooperation auf Augenhöhe. Und das, was die deutsche Außenministerin da zelebriert hat, das ist der Kolonialismus alter Art. Das ist das, was die Engländer zelebriert haben und auch die Amerikaner und die Franzosen in China. Und was Deutschland mal überwunden hatte, zumindest zur Zeit der Gründung der Chinesischen Republik, weil sie nämlich auch die Outlaws waren. Und das könnte wieder so werden. Mal sehen, wie sich das entwickelt. So, das wär's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye bye! Nach allem, was ich bisher von der Welt gesehen habe, erscheint mir Deutschland fast in jeder Beziehung als unser gegebener Lehrmeister. Deutschland hat im Gegensatz zu England, Amerika und anderen Staaten alles und jedes systematisch und auf wissenschaftlicher Grundlage mit außerordentlicher Gewissenhaftigkeit ausgebildet. Das ist gerade das, was wir jetzt, wo wir mit alter Tradition brechen, gebrauchen.
gerade bei Deutschland haben wir den Eindruck, dass es uns wohl will, unsere augenblickliche Schwäche nicht wie andere Länder rücksichtslos ausnützt.